Hallo Freunde, hier ist Michael Grant mit Klartext. Heute noch einmal zum Thema Versailler Vertrag. Ich werde mich mit diesem Vertrag noch mit ein paar Videos beschäftigen, weil es ein Thema ist, das über 10 Minuten hinausgeht. Der Versailler Vertrag, auch Friedensvertrag von Versailles genannt, ich nenne es Schanddiktat, resultierte unmittelbar aus der Niederlage, wie Mainstream-Historiker allenthalben verlauten lassen, des Deutschen Reiches im Ersten Weltkrieg. Dass das deutsche Heer unbesiegt war, darüber habe ich ja ein extra Video gemacht. Ihr könnt es in meinem Kanal anschauen. Die Bezeichnung Niederlage suggeriert dabei, dass der Krieg verloren wurde. De facto war das aber nicht der Fall, wie ich in einem Video bereits dargelegt habe. Das Deutsche Reich hatte nicht kapituliert, sondern am 11. November 1918 lediglich einen Waffenstillstand unterzeichnet. Das sind kriegs- und völkerrechtlich zwei unterschiedliche Dinge, die hierzulande aber in einen Topf geworfen werden. Hauptverantwortlich für den Friedensvertrag von Versailles waren vor allem drei Männer: Woodrow Wilson, der amerikanische Präsident, David Lloyd George, der englische Premier, der bei den Verhandlungen übrigens gleich mit seiner Geliebten anreiste, und Georges Clemenceau, der französische Ministerpräsident und Deutschenhasser. Die Deutschen wurden von Beginn an hintergangen. Woodrow Wilson hatte den Waffenstillstand zwischen Deutschland und den Alliierten, nämlich einen Frieden auf der Basis des Selbstbestimmungsrechts der Völker zugrunde gelegt, was enorme Erwartungen im Deutschen Reich geschürt hatte. Dieses Argument war sogar ein mitentscheidender Grund für die Unterzeichnung des Waffenstillstands gewesen. Aber Wilsons Versprechungen lösten sich schnell in Luft auf, und so bezichtigte man ihn von deutscher Seite aus völlig zu Recht des Wortbruchs. Selbst der amerikanische Außenminister Robert Lansing war mit Wilsons Idee der Selbstbestimmung nicht glücklich und prophezeite, ich zitiere: Es wird Hoffnungen erwecken, die sich niemals erfüllen lassen. Ich fürchte, dass es Tausende und Abertausende Leben kosten wird. Zitat Ende. Er sollte recht behalten, wie der weitere Verlauf der Geschichte zeigt. Die deutsche Seite hingegen argumentierte, dass der Waffenstillstand nur auf den ursprünglichen 14 Punkte Wilsons zustande gekommen war, weshalb die nachfolgenden Friedensbedingungen unrechtmäßig seien, die man den Deutschen noch nachträglich aufoktroyierte. Nachträglich waren diese nämlich so geändert worden, dass Frankreich entschädigt werden und die Briten die zuerst angedachte Freiheit der Meere als Verhandlungsbasis in Versailles einbringen sollten. Der Versailler Vertrag basierte also auf Lügen und die Deutschen wurden hintergangen. Der Hauptlügner war Woodrow Wilson. Thomas Woodrow Wilson, 1856 bis 1924, war von 1913 bis 1921 der 28. Präsident der USA. Er erhielt sogar 1919 den Friedensnobelpreis. Eine kleine Auswahl seiner Lügen habe ich in meinem Buch auch aufgeführt. Lüge 1: Im Wahlkampf versprach Wilson seinen Wählern, die USA würden neutral bleiben. Nach seiner Wahl führte er die Vereinigten Staaten dann aber in den Krieg im April 1917. Lüge 2: Wilson behauptete auf der Pariser Friedenskonferenz, er habe die während des Krieges geschlossenen Geheimabkommen der Alliierten, die unter anderem Italien feindliche Territorien versprachen, nie zu Gesicht bekommen. Das Versprechen war ein wichtiger Grund, weshalb Rom am 23. Mai 1915 plötzlich auf Seiten der Alliierten in den Krieg eintrat. Doch Wilson log auch hier, denn der britische Außenminister Arthur Balfour hatte ihm die Geheimabkommen höchstpersönlich vorgelegt. Er sagte aber, er habe sie nie gesehen. Lüge 3: Am 11. Februar 1918 hielt Wilson seine vielbeachtete
4-Prinzipien-Rede vor dem US-Kongress, in der er versicherte, niemand dürfe Vergeltung üben, ungerechtfertigte Ansprüche erheben oder riesige Entschädigungszahlungen der Unterlegenen an die Sieger fordern. Genau das aber wurde im Versailler Vertrag auch unter seiner Federführung ad absurdum geführt. Demzufolge stellten ihm Weggefährten kein gutes Zeugnis aus. Ein führender Demokrat sagte über Wilson, ich zitiere, er ist undankbar und ein Lügner. Er kann sehr gut hassen, erklärte selbst ein Bewunderer und Pressesprecher von ihm, Ray Stannard Baker. Dem französischen Botschafter in Washington zufolge war Wilson ein Mann, der hätte einige Jahrhunderte früher gelebt, der größte Tyrann der Welt gewesen wäre, denn er scheint nicht den geringsten Begriff davon zu haben, dass er jemals Unrecht haben könnte. Selbst sein enger Freund Edward House assistierte Wilson, ich zitiere, er hat keine Fantasie, keine konstruktiven Fähigkeiten und überhaupt kaum irgendwelche wirkliche Fähigkeiten. Zitat Ende. Und hielt dessen Fehler in seinem Tagebuch fest. Temperamentsausbrüche, Unbeständigkeit, fehlendes Verhandlungsgeschick und einseitiges Denken. Theodore Roosevelt, der US-Präsident vor Wilson, meinte, dieser sei der unseriöseste und kaltblütigste Opportunist, den wir jemals als Präsident hatten. Der französische Ministerpräsident Georges Clemenceau urteilte, ich zitiere, mit Wilson zu reden ist, als würde man mit Jesus Christus reden. Zitat Ende. Lloyd George, der britische Premierminister, meinte, Wilson sei taktlos und starrsinnig und eitel. Zudem hatte er den Eindruck, dass Wilson wie ein Missionar zu der Friedenskonferenz kam, um die heidnischen Europäer mit kleinen Sermonen voll Allgemeinplätze zu retten. Zitat Ende. Aus Wilsons Außenminister Lansing urteilte, ich zitiere, sogar gesicherte Tatsachen wurden von Wilson ignoriert, wenn sie nicht zu dieser intuitiven Überzeugung, dieser halb göttlichen Macht passten, das Richtige zu tun. Zitat Ende. Wilson war so von sich überzeugt, dass er glaubte, für die Menschheit zu sprechen. So fragt sich die kanadische Historikerin Margaret Macmillan zu Recht, ich zitiere, was soll man von einem Staatsführer halten, der sich der nobelsten biblischen Sprache bediente und sich gleichzeitig seiner Umgebung so rücksichtslos verhielt, der die Demokratie liebte, aber die meisten seiner Politikerkollegen verachtete. Zitat Ende. Was die meisten deutschen Geschichtsbücher ebenfalls verschweigen, größter Profiteur des Ersten Weltkrieges waren eindeutig die USA, die durch ihren Wortbruchpräsidenten in den globalen Konflikt geführt wurden. Die US-Wirtschaft erlebte einen rasanten Aufschwung, weil Farmen, Fleisch und Weizen und Fabriken Eisen und Stahl für die alliierte Kriegsführung liefern mussten. Dadurch stieg der US-Anteil an der Weltproduktion und am Welthandel signifikant an. Die Produktion und der Handel der europäischen Länder hingegen stagnierten oder gingen gar zurück. Ähnliches erleben wir heute im Ukraine-Krieg. Die blöden Europäer opfern ihre Wirtschaft zugunsten der USA. Doch zurück. Die USA wurden durch den Krieg der Bankier für die europäischen Alliierten. Zusammen schuldeten sie dem amerikanischen Staat mehr als 7 Milliarden und dem amerikanischen Banken 3,5 Milliarden US-Dollar. Eine unbeschreiblich hohe Summe damals. Aber noch etwas wird in deutschen Geschichtsbüchern kaum publiziert. Und zwar die Deutschfeindlichkeit des hierzulande so unkritisch gesehenen amerikanischen Präsidenten. Gegenüber dem britischen Premier David Lloyd George sagte Wilson nämlich am 14. Juni 1919 in Versailles, ich zitiere, ich habe Deutschland immer verabscheut. Ich bin dort nie gewesen, aber ich habe viele deutsche Jurabücher gelesen. Sie sind so weit von unseren Vorstellungen entfernt, dass sie mich zu einem Gefühl der Ablehnung bewegt haben. Zitat Ende.
Dadurch bewies Wilson seine wahre Einstellung zu den Deutschen und macht seine Wortbrüche erklärbarer. Denn im Reich hatte die Berufung auf Wilson 14 Punkte große Hoffnungen geweckt, dass der Friedensvertrag milde für Deutschland ausfallen würde. Doch nach Bekanntgabe der Forderungen der Siegermächte wurden diese Hoffnungen schnell zerschlagen. Wilson versprach einen Frieden auf Basis des Selbstbestimmungsrechts der Völker, eine Lüge und ein Wortbruch. Der britische Munitionsminister Sir Eric Gates machte von Anfang an unmissverständlich klar, ich zitiere: Wir werden aus Deutschland herausholen, was man nur aus einer Zitrone pressen kann und noch etwas mehr. Und auch der englische Premier Lloyd George hat im Wahlkampf bereits vollmundig versprochen, dass die Deutschen das Loch in der britischen Kasse stopfen würden. Alle Länder hatten nämlich den Krieg auf Pump finanziert und waren daraufhin angewiesen, dass sich bei den Verlierern Geld holen lassen würde. Auf Vorschlag des südafrikanischen Delegierten Jan Smuts wurden zu den zivilen Schäden, die das Deutsche Reich an Großbritannien entrichten musste, dann auch noch die Pensionen und Renten für Invaliden, Witwen und Waisen dazugerechnet, was den Anteil an britischen Reparationsforderungen auf 22% ansteigen ließ. Ein weiterer klarer Wortbruch mit Berlin. Am meisten wurde auf der Friedenskonferenz also über Geld und Territorien gestritten. Wie ein Rudel hungriger Wölfe fielen sie über die wehrlose Beute her. Jeder Staat wollte so viel wie möglich abhaben. Jeder wollte begründen, warum die Menschen in den begehrten Gebieten eigentlich zu ihnen gehörten oder gehören sollten. Wohl noch nie zuvor wurden so viele gefälschte Statistiken und Landkarten auf einer Siegerkonferenz vorgelegt. Nicht umsonst beklagte der Brite Nicholson, der den Verhandlungen beiwohnte, dass eine Atmosphäre von Zwietracht und Verwirrung herrsche, in der die diplomatische Etikette schnell verloren ging. Alles aus Gier. Deutschland, Österreich und die anderen Verlierer waren die Opfer. Ich werde an diesem Thema bleiben. Alles über den Versailler Vertrag, alles mit Quellen belegt, was ich heute gesagt habe in meinem Buch Adolf Hitler, eine Korrektur, Band 1. Hier sind über 1200 Quellen angegeben. Ihr könnt auch meinen kostenlosen Newsletter auf www.michaelgrant.de abonnieren. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Michael Grant.